Wenn ich mal wieder eine gute Idee habe und mir dazu Gedanken aufschreiben will, dann habe ich keinen Bock auf Tools, die nicht funktionieren und nicht das tun, was ich will. Darum mache ich mein Brainstorming heutzutage nur noch mit Stift und Papier. Wenn ich mich auf mein Notebook vor mir konzentriere, kann ich mich wirklich voll auf diese Idee konzentrieren und das Thema. Dann habe ich nämlich keinen Bildschirm vor mir, auf den mich alle möglichen Sachen ständig ablenken können. Ich habe nur noch mein weißes Blatt Papier und da fülle ich jetzt Stück für Stück meine Gedanken rein. Seitdem ich das mache, dass ich meinen Monitor gerne auch mal ausschalte oder mich bewusst auch mal kurz vom Arbeitsplatz entferne, meine Gedanken nur noch in dieses Notebook reinfließen, bin ich viel effektiver geworden, auch meine Ideen mal zu Papier zu bringen. Jede Idee, die in meinem Kopf ist, die ist halt nur in meinem Kopf. Ich kann sie nicht mit den anderen teilen. Wenn ich das Ganze auf Papier schreibe, habe ich auch schon ein erstes Feedback. Ich komme ins Nachdenken, wenn ich die Dinge aufschreibe, habe ich mir das wirklich so gedacht? Oder muss ich dann nochmal feintunen? Das geht dann auch schon mal über das bloße Brainstorming hinaus, soll hier aber gar nicht das Thema sein. Das Thema ist, dass wir bewusst alle möglichen Ablenkungen ausblenden und uns nur auf dieses eine Thema konzentrieren. Wir haben bei uns auf der Arbeit zum Beispiel diese coolen kleinen sogenannten Telefonzellen, die schalldicht sind, und wenn man da drin ist, dann ist man wirklich alleine und kann sich voll auf sich und seine Idee fokussieren. Und man hat auch keinen Monitor vor sich, man lässt seinen Laptop auf dem Arbeitsplatz stehen und beschäftigt sich nur mit dem Notebook und dem Stift und seiner Idee, die man jetzt im Kopf hat. Ich habe festgestellt, dass das auch ein netter und willkommener Interrupt ist zu der eigentlichen Arbeit. Ich habe festgestellt, wenn ich immer nur in meinem Arbeitstrott festhänge, von Thema zu Thema hetze, immer ohne kurze Pause dazwischen einfach weiterarbeite, dann merke ich, ich werde einfach schlechter über den Tag. Ich werde ineffizienter. Wenn ich mir dann einfach mal 5 Minuten Zeit nehme zwischendurch, alles ausblende, was mich stört, mal kurz den Arbeitsplatz verlasse, dann nehme ich immer mein Notebook mit. Mein Gehirn schaltet halt einfach nicht ab. Es denkt ständig weiter. Und jedes Mal, wenn mir in meiner kurzen Pause eine Idee kommt, dann schreibe ich die einfach auf in mein Notebook. Ich reiße mich kurz raus, denke mal an was anderes, an irgendein Thema, an dem ich vielleicht später nochmal arbeiten möchte und schreibe meine Gedanken dazu auf. Dann habe ich die Gedanken abgeschlossen, schön aufgeschrieben, festgehalten für später und dann kann ich auch wieder erfrischter an die Arbeit gehen. Und dann betrachte ich das Thema, an dem ich vorher gearbeitet habe, irgendein Software-Feature, dann betrachte ich das vielleicht mit einem ganz anderen Blickwinkel auf einmal, wenn ich mir diese kurzen kreativen Pausen gönne. Es ist fast so, als würde das Aufschreiben von diesen Ideen zu einem kurzen mentalen Reset führen im Gehirn. Und das ist echt super wertvoll, habe ich gemerkt. So komme ich viel effektiver und zielgerichteter am Ende auch durch den Tag. Und nutze die Zeit gleichzeitig noch dazu, mir Ideen für später aufzuschreiben, die ich sonst vielleicht irgendwie wieder vergessen oder verdrängt hätte. Man kann natürlich darüber streiten. Ja, aber wozu brauche ich denn ein Notebook mit Papier? Ich habe doch alle möglichen Devices heutzutage. Ich habe mein Smartphone, ich habe meine Tablets, ich habe mein Notebook, meinen Arbeitsrechner. All das habe ich ja ständig greifbar und das kann ich doch benutzen, um meine Ideen aufzuschreiben. Die Sache, die ich für mich dabei gelernt habe, ist, man findet nie das passende Tooling, das zum richtigen Zeitpunkt das tut, was ich gerade haben möchte. Egal welches Tool ich verwende, es kann gerade irgendetwas nicht, was ich brauche. Bei diesen Tools muss ich mich an vorhandene Feature-Sets halten. Nicht jedes Tool kann alles. Es gibt Formatierungsregeln. Jedes Tool tickt ein bisschen anders und hat seine Stärken und Schwächen. Und mit meinem Notebook mache ich mir meine Regeln halt einfach selbst. Ich bin der Herr drüber, wie Sachen formatiert sein müssen oder halt auch einfach nicht. Ich kann beliebig einfach eine Zeichnung einfügen an der Stelle, wenn es mir gerade hilft. Ich muss mir auch gar nicht die Frage stellen, ich habe jetzt diese Idee.
Wo sollte ich das dann am besten hinschreiben? Soll ich das jetzt in ein Word-Dokument schreiben, damit ich es einfach teilen kann? Vielleicht auf eine SharePoint-Seite oder doch ein Confluence? Vielleicht wäre ein OneNote besser. Im Notebook ist die Sache klar. Schreib's einfach auf die nächste Seite. Für mich war das immer der größte Kreativitätskiller. Ich musste mir immer erst mal Gedanken machen, ja, wo schreibe ich es denn jetzt am besten auf? Seitdem ich das einfach auf die nächste Seite von meinem Notebook schreibe, ist die Frage geklärt. Ich kann es einfach aufschreiben und muss mir keine Gedanken machen. Ich kann mich voll auf meine Idee und den Task konzentrieren, über den ich gerade nachdenke. Das Gute ist auch, im Zeitalter von KI-Tools, auch ich verwende KI-Tools jeden Tag für alle möglichen Sachen. Das lässt sich wunderbar kombinieren mit meinen Notebook-Notizen. Was ich am Ende jeden Tages mache, vielleicht auch direkt nach dem Brainstorming, ich fotografiere erst einmal meine Notizen, meine handschriftlichen Notizen und gebe das dem nächsten KI-Tool, das meine Daten natürlich auch verarbeiten darf. Das ist wichtig. Passt drauf auf, wo ihr diese Notizen hingebt. Und dann fasst mir dieses Tool entweder 1:1, schreibt es mir ab in digital, was ich mir da jetzt zusammengereimt hat, oder es kann ja sogar noch weitergehen. Es kann mir das zusammenfassen, was ich da geschrieben habe. Es kann es mir nochmal aufgliedern. Und ich habe gleichzeitig immer noch den Vorteil, dass ich mein Brainstorming halt abseits von der ganzen Technologie machen kann. Ich bringe die beiden Welten an dieser Stelle durch KI super einfach zusammen. Benutzt euer eigenes Notebook immer, wenn ihr die nächste zündende Idee habt. Und wenn ihr noch keine Idee habt, wo ihr das passende Notebook für euch findet, dann schaut doch mal auf den Link unten in der Beschreibung.